Grüß dich, hi. Super. Ich habe kurz eine Ansage, und zwar haben wir uns Ja? kennengelernt, da bin ich damals vorbeigelaufen mit dem Dingens hier, das war von LinkedIn Marketing Awards Finalist 2018, sehr lang her. Ja. Genau, und dann haben wir gesagt, hier, das kann man doch irgendwie verwursten in irgendwas Cooles, und was war da? Ah ja gut, da hatten wir damals das Thema IAA Mobility und ich habe zu der Zeit das ganze Content Marketing zur IAA Mobility 2021, die war das erste Mal in München, umsetzen dürfen, und da war die Idee, ach, ja, das einfach mal austesten, halt eben wie so ein Business-Podcast auch ankommt. Und da konnten wir dann zusammenarbeiten. Aufgrund des Netzwerks hatten wir natürlich echt gleich auch coole Speaker am Start, und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Ausgespielt haben wir dann wirklich live zur IAA Mobility und konnten den Leuten somit ein bisschen Content im Pocket mitgeben. Also gerade wenn man halt eben anreist, dass man sich hier schon auf Themen vorbereiten kann. Und ich glaube, das war eine ganz gute und innovative Thematik damals. Ja. Und sowas machst du heute immer noch, oder was machst du alles? Ja, ich bin Berater für innovative Marketinglösungen. Ne? Also bei mir ist es so, dass ich mir anschaue, wo steht ein Unternehmen und wie kann ich das Unternehmen unterstützen, auf der einen Seite Aufmerksamkeit zu bekommen und auf der anderen Seite, und das ist mir immer ganz besonders wichtig, ein echtes Engagement hinzubekommen mit den Leuten, die sich fürs Unternehmen interessieren können, so eine Art Funnel zu bauen, dass wir da Touchpoints finden, wo die wirklich das Interesse haben. Und dieses Interesse wird auf der einen Seite durch innovative Darstellung natürlich erzeugt, auf der anderen Seite, was aber ganz wichtig ist, dass der Content, dass das, worum es gehen soll, sehr, sehr leicht verfügbar wird. Da helfen uns viele digitale Möglichkeiten natürlich, aber auf der anderen Seite versuche ich immer, über das Digitale dann auch wieder in so ein echtes Gespräch zu kommen, in ein echtes Treffen, in ein physisches Treffen. Und warum? Ja, die Kraft, die man hat, also auch wenn wir jetzt hier beide zusammensitzen, ist eine ganz andere als die man hat, wenn wir sind ja alle so ein bisschen erprobt jetzt auch im Teams oder im Zoom-Meeting, weil da fehlt was. Da fehlt dieses zwischenmenschliche sich spüren. Wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen so Herdentiere und wollen letztlich auch den anderen sehen, den anderen wahrnehmen und ein direktes Feedback bekommen. Dieses direkte Feedback bekommen wir auch in so einer Videokonfi, aber wir haben keinen ganzheitlichen Menschen da. Wir sehen den Menschen nicht, wir spüren nicht, worum es dem Menschen geht. Und dieses reale Treffen ist eigentlich so der Gipfel in einer Geschäftsanbahnung oder auch in einem Sales-Prozess, dass man wirklich sich einmal wirklich kennenlernt und schaut, wie ernst meint er das, wie echt steht er einem gegenüber, und dadurch baut man Vertrauen auf. Und ich glaube, gerade im Business-Kontext ist dieses Thema Vertrauen, neben dem Thema Wissen über Produkte und so weiter, klar, aber dieses Thema Vertrauen, das A und O. Ne? Also der Kaufmann, wenn man so will, ist jemand, dem man auf Handschlag vertraut. Und das ist ein Mensch, der dasteht für ein bestimmtes Produkt, für eine bestimmte Rolle, die er einnimmt, oder für etwas, was er in die Hand nimmt und dann auch umsetzt. Das muss man beim anderen aber sehen und spüren. Und da bringt nichts halt eben, wenn du dann halt eben eine PowerPoint hast, dann über ein Teams-Meeting dann mal eben kurz einmal runterbetest, worum es geht, sondern du musst den Menschen wirklich einmal erfassen und damit dann auch das Thema, das Produkt, die Welt, in der er lebt, erfassen. Und das geht nur im persönlichen Gespräch. Kennen wir alle. Ja, ist wirklich so. Ja. Was hältst du von Social Media per se? Social Media hat viele große Chancen. Also, dass wir da neuen Content kennenlernen, dass wir da neue Trends irgendwie entdecken für uns als Individuum. Und gerade wenn man auf das Thema LinkedIn-Marketing geht, da in Expert Groups unterwegs zu sein, eine super Geschichte. Da muss der Content halt eben möglichst persönlich sein, gut recherchiert, und man muss Menschen auch eine Möglichkeit geben, mit diesem Content dann auch für sich zu arbeiten. Also von dem her, das ist eine super Geschichte. Wo ich Gefahren sehe im Bereich Social Media ist, wie wir letztlich die Gehirne, die Köpfe der jungen Leute, ich habe selber Kinder, auch mit Social Media beeinflussen lassen, weil wenn die einmal in so einer Bubble sind, in so einer Themenbubble, kann das auch leicht mal gefährlich werden. Also ich achte persönlich sehr drauf, dass meine Kinder nicht in diesen Bubbles landen, dass meine Kinder halt eben sehr, sehr pointiert ihre Zeit investieren in das Digitale, weil, wenn wir da nochmal zurückspringen, dieses persönliche, echte Treffen, diese physische Präsenz, die man hat und wo man Themen selber erfährt und mit allen Sinnen erfährt, ist etwas, was das Gehirn versteht und das Gehirn weiterbringen kann. Alles andere ist tote Zeit, wo wir nur konsumieren und
ich meine, frag dann einfach mal Kids, wenn die 2 Stunden TikTok gemacht haben, was dann letztlich davon übrig geblieben ist. 0, 0 und vielleicht nur einfach ein schlechtes Gefühl. Und deshalb sage ich, auf der einen Seite haben wir große Chancen, wir können Themen schneller erfassen, kennenlernen und so weiter, super. Aber auf der anderen Seite ist das nicht alles Gold, was da glänzt. Danke. Was zeichnet einen Markus Meier eigentlich aus? Top Top 3. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass ich alles, was ich tue, mit einer Haltung verbinde. Also ich versuche, Dinge zu tun, die einen guten Impact haben auf die Gesellschaft, auf Beziehungen, die Menschen miteinander haben und versuche, hier irgendwie eine Rolle zu haben, um Menschen zusammenzubringen für gute Dinge. So, das ist so ein bisschen das, was ich mir so in meine DNA nicht geschrieben habe, sondern was sich einfach im Laufe der Zeit verfestigt hat. Das andere ist, ich bin echt agil, sehr technologieoffen und versuche Dinge dann auch zu dem Zeitpunkt, wo es wichtig ist, umzusetzen. Da mache ich auch nicht wirklich viele Kompromisse, sondern bin dann jemand, der als Treiber da ist. Und das ist auch das, was die Menschen sehr an mir schätzen. Und der Punkt 3 ist, ich nehme Menschen wahr und versuche immer mit Menschen sehr kreativ und sehr offen zu arbeiten. Also die Offenheit ist so das, was mich auch ein Stück weit auszeichnet. Nicht nur zu Technologien, sondern auch zu Organisationen, wo ich als Mensch halt eben wirken darf. Und das macht mir mega viel Spaß. Ne? Also da bin ich halt dann in der richtigen Rolle und in der richtigen Position, Dinge anzuschieben, Dinge zu verändern und da so ein bisschen so eine Kraft, Drive reinzubringen. Ja, genau. Das ist wirklich so eine Kraft, die man da hat, die man erkennt. Und dann kann man da auch Dinge zielgerichtet anschieben, verändern und vielleicht dann auch verbessern. Jetzt bist du Gründer. Wieso bist du Gründer? Wie kam das? Ja, ich habe damals für Fischer Appelt gearbeitet, ProSieben, Welt der Wunder. Ich war halt immer so in Themen unterwegs und habe darüber versucht, über Reichweiten auch Dinge anzuschieben und zu verändern. Und habe dann irgendwann gemerkt, boah, jetzt warst du überall, hast dir die Themen angeschaut, hast sehr viele Menschen kennengelernt und habe mir gedacht, dieses, was ich da kennengelernt habe, möchte ich gerne im Business-Kontext dann auch umsetzen und bin freiheitsliebend. Also das bedeutet, dass ich gerne die Dinge tue, wo ich glaube, dass die Dinge den besten und größten Impact haben. Das kann man nicht unbedingt immer in so einer Organisationsstruktur unternehmen, ob es ein kleines Unternehmen ist oder ein großes Unternehmen, wo man nicht die Durchsetzungskraft hat. Und ich habe recht viele Ideen auch schon entwickelt und mit einigen Startups auch Erfolg gehabt. Andere haben noch nicht so gut funktioniert, aber das ist halt so. Ich probiere halt auch sehr gerne Dinge aus und das mit der gesamten Verantwortung und Verantwortlichkeit für die Dinge kannst du nur als Unternehmer umsetzen. Da hast du wenig Chancen, wenn du in einer Strategiesäule ein kleines Rad bist, was dann eher Themen empfängt, als selber Themen zu entwickeln. Auch wenn alle Unternehmen sagen, boah, wir sind jetzt voll agil und so. Das ist meist gar nicht so, weil man auch gerade in großen Strukturen, in großen Konzernen sehr, sehr viel Zeit investieren muss, dass alles gerade läuft. Und ich bin eher einer, der so ein bisschen als Störer unterwegs ist, daher auch der Name Force of Disruption. Also ich versuche zu ergründen, wo ist die Kraft, Dinge neu zu sehen, zu verändern und vielleicht da auch Prozesse anzuschieben, die nicht in dem Standardwerk des Unternehmens stehen, sondern dass wir die neu aufsetzen und dadurch das Neue dann auch besser arbeiten können, besser verstehen und besser halt eben in unseren Produkten leben. Jetzt hast du vorhin gesagt Erfolg. Was bedeutet für dich Misserfolg? Ach du, Misserfolg ist etwas, wo du einfach merkst, dass das, was du als Konzept siehst, gar nicht die Zielgruppe erreicht oder etwas erreicht, was zu einer Akzeptanz führt. Da gibt's Themen, die ich auch schon dadurch erlebt habe und das ist aber nie etwas Schlimmes. Also so ein Misserfolg ist eigentlich total cool, weil da kannst du nämlich dann sehen, okay, das hat nicht geklappt, das hat vielleicht nicht zur Zeit gepasst, das ist etwas, was gerade nicht
stattfindet und funktioniert, aber du lernst durchgehend und du lernst am meisten in Misserfolgen, weil du kennst es selber, wenn etwas super durchläuft, dann denkst du ja gut, läuft ja, ich muss mich gar nicht mehr kümmern und ich muss gar nicht mehr weiter tarieren, sondern es läuft. Wenn etwas mal nicht läuft, wenn ein Misserfolg da ist, dann denkst du erstmal, boah, verdammt, jetzt habe ich so viel Energie eingesetzt, aber diese Energie, die du eingesetzt hast, ist nicht verschwendet, sondern du kannst dann halt eben in eine Retro gehen und dir anschauen, okay, das waren die Punkte, die halt noch nicht gepasst haben, da muss ich dann nochmal ein bisschen anpassen und das ist halt eben auch das, was unsere Zeit ausmacht. Es geht nie darum, zu sagen, guck mal hier, haben wir immer schon so gemacht, hier so schneiden wir das Brot und dann verkaufen wir das Brot mit der Avocado. Funktioniert nicht mehr ganz so einfach, weil die Welt auch komplexer geworden ist. Und da muss man halt eben immer wieder schauen, bin ich da noch auf dem richtigen Pfad, nehme ich die Menschen so mit, wie das irgendwie angedacht ist, oder gibt es ein ganz anderes Feedback, ganz andere Impulse. Und die spürt man am intensivsten, wenn man einen Misserfolg hat, also wenn man etwas hat, was gerade mal nicht funktioniert. Jetzt haben wir uns vorhin mal ganz kurz unterhalten über das Thema Gewohnheiten. Kann man sich an Misserfolge gewöhnen? Ist das dann auch nicht eine Spirale, die gar nicht Boah, darfst du nicht. Darfst du ja gar nicht. Also du darfst dich niemals an Misserfolge gewöhnen, weil dann ist gleich wieder der gleiche Aspekt da. Wenn ein Gewöhnungszustand auftritt, wenn daraus eine Gewohnheit wird, also was ich mir gar nicht vorstellen kann, aber wenn daraus eine Gewohnheit wird, dann bleibst du ja auch in einer Haltung, okay, ich lasse das auf mich zukommen einfach und ich kenne das schon, das ist immer das Gleiche, was da abläuft und man verändert sich nicht. Wenn wir uns Gewohnheiten anschauen, ist es sehr, sehr spannend, weil der Mensch würde gar nicht funktionieren, wenn er nicht in Gewohnheiten auch lebt. Die größte Veränderung, die man auch für sich oder auch für ein Unternehmen entwickeln kann, ist, dass man kleine Schritte geht. Also wirklich kleine Dinge verändert, wo man glaubt, okay, die führen mich vielleicht zu etwas Größerem oder zu etwas, was ich für mich will. Und da gehst du halt eben Schritt für Schritt rein und versuchst da halt eben diese Habits anzupassen und Schritt für Schritt in für dich die richtige Richtung zu bewegen. So sind wir Menschen aufgebaut, so ist unser Gehirn aufgebaut, ne? Weil das meiste läuft dann doch automatisiert ein Stück weit ab, wo wir sagen, oh, das ist die Persönlichkeit. Ja, es gibt eine Persönlichkeit, es gibt ein Grundsetup, aber diese Persönlichkeit hat ganz viel damit zu tun, wie du wann, in welcher Situation teilautomatisierst, dann auch reagierst. Und da muss man immer ein bisschen schauen und muss auch selber da so ein Gradmesser finden. Habe ich jetzt gerade die richtigen Gewohnheiten, wo ich mich wohlfühle oder ist es nicht so? Zum Beispiel, ich arbeite nur im Stehen und aktiv. Ich habe so ein Laufband, da stehe ich drauf und mache jeden Tag meine 5, 6 Kilometer, die ich auf dem Laufband laufe und kann dabei schreiben und relativ klar im Kopf dann auch denken und agieren und ich bleibe aktiv. Das ist für mich etwas, wo ich sage, das ist eine Gewohnheit, die passt zu mir, da ich ja auch so immer sehr, sehr viel Kraft nach außen gebe und sehr aktiv bin. Und das holt mich dann ab. Und das holt mich dann auch immer wieder zum Thema zurück und gibt mir die Chance, in diesem Aktivsein Körper und Geist zu verbinden. Ganz wichtig noch dafür, es gibt gerade eine Entwicklung, auch im Thema Gesundheit und Fitness, wo man sagt, es bringt auf der einen Seite was natürlich, wenn die Muskeln aufgebaut werden und so. Aber das Zweite, was total wichtig ist, ist, dass man das mit dem Hirn verbindet. Und dass du dann halt eben Dinge tust, das nennt sich Neuroathletik, das wird jetzt auch so ein echt fetter Trend, jetzt auch zur EM und so. Das wird jetzt gerade eine recht große Reichweite bekommen, wo du Körper und Geist miteinander halt eben in Verbindung bringst und das über Gewohnheiten auch ein Stück weit steuerst. Und da musst du aber selber dir überlegen, was ist mein Setup, was passt zu mir und wie kann ich mich Stück für Stück zu dem entwickeln, der oder die ich gerne sein möchte. Weißt du noch, was du werden wolltest, als du klein warst? Ganz klar, ich habe damals alles gelesen, was 3 Fragezeichen hergibt, Detektivromane und so weiter. Ich hatte einen sehr guten Freund, der ist jetzt der Verlagschef der regionalen Zeitung bei uns und wir waren immer auf der Suche. Und wir haben immer versucht, irgendwie Dinge zu recherchieren, uns in Themen reinzudenken. Wir sind dann auch rumgelaufen mit so einem Kassettenrekorder, haben Leute interviewt und so. Geil. Also es war wirklich so, dass ich ein Thema nicht einfach angenommen habe, sondern immer mehr wissen wollte. Und natürlich, da wollte ich ja irgendwann Reporter werden oder so. Ich habe ja auch eine Zeit gehabt, wo ich das gelebt habe und durchlebt habe, wie das so ist, als Reporter weltweit auf Achse zu sein und da die Themen für andere Menschen vorzubereiten, um ein bisschen tiefer zu gehen, als das jeder so kann, weil nicht jeder hat so viel Zeit, sich in die Themen halt eben so reinzunörden. Und daraus ist etwas entstanden,
was mir die Möglichkeit gibt, Themen schnell zu verstehen und diese Themen dann auch in Organisationen halt eben in die Umsetzung zu bringen. Ne? Also ich spiele selber auch gern Theater und so. Also ich versuche halt Habe ich mal gesehen, stimmt. genau, immer so Bühnen, so Bühnen auch aufzumachen, wo man mit anderen auch in Themen weiterkommen kann. Und wie gesagt, also es war wirklich so dieses Thema rasender Reporter. Das war mein Berufswunsch und daraus habe ich jetzt etwas ganz anderes irgendwie gemacht. Aber das war auch eine Entwicklung. Carlo Columno. Carla Kolumna, so hieß es, genau, damals. Ne? Ja, aber das war eine Entwicklung, die einfach da auch ein Fundament gibt von Tiefe in den Themen und dadurch kannst du dann auch Dinge weiterentwickeln. Also das ist wirklich so diese ganzen Tools, die du auch brauchst, also gerade auch wenn du im Business irgendwie erfolgreich sein willst. Ne? Du musst gut recherchieren können, du musst wissen, wo kommen die Quellen her, du musst wissen halt eben, wen spreche ich an. Nur über Sekundärrecherche irgendwas zu machen, Firlefanz. Ruft Leute an, nehmt einen Hörer in der Hand, geht in den Dialog, versucht euch möglichst persönlich zu treffen, damit du in der Tiefe auch sicher bist, worum geht es aber überhaupt? Was ist überhaupt das Thema? Wenn du das Thema durchdrungen hast und dann für so ein Thema auch stehen kannst, dann kannst du auch wieder Dinge verändern. Also da gehe ich ganz klar davon aus und da sehe ich gerade so eine Entwicklung, die auch in den letzten Jahren stattgefunden hat, wo Menschen halt lieber per Mail kommunizieren, als mal eben kurz den Hörer in die Hand zu nehmen und da in den zwischenmenschlichen Kontakt, in den wirklichen Kontakt zu gehen. Und daraus ergibt sich dann auch wieder etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, wo ich sage, das ganze Digitale, was wir haben, sind Werkzeuge. Ne? Und das ist immer eine Brücke zu dem echten Erleben, zu dem, wie wir jetzt hier zusammensitzen. Oder wie wir in einer Organisation miteinander wirken können. Das sind Werkzeuge. Und ob es jetzt irgendwie so Gaming ist, wo man Menschen verbindet, oder ob es das Thema Organisationsstruktur ist oder so. Es geht dann letztlich immer darum, dass man gemeinsam, wir sind halt eben so Herdentiere, wo man gemeinsam Dinge schafft. Und das ist auch die Möglichkeit, um dann große Dinge zu schaffen. Wir haben ein riesen Manko gerade im Thema Innovation. Alle denken, boah, ist doch alles innovativ, hier ist was Innovatives. Das bleibt aber alles on the bottom line. Also wir haben keine Sprunginnovation. Also wo sich wirklich dann mal echt auch was verändert, was uns jetzt gerade im europäischen Raum auch helfen kann, sich jetzt mal rapide voranzuentwickeln. Wir denken immer noch an das Auto, ja, das Cash Cow irgendwie. Wir denken an Maschinenbau und diese Dinge, die wir gut können. Aber es fehlt da gerade noch so dieses Quäntchen, was eine echte Innovation, also eine Sprunginnovation auslösen kann. Und das geht nicht, indem man sich hinter digitalen Werkzeugen versteckt, sondern es geht nur, wenn man sich Menschen gegenüber öffnet und mit diesen Menschen Dinge kreiert, Dinge umsetzt. Deshalb sehe ich auch keine Gefahr darin, dass KI uns alle jetzt irgendwann ersetzt. KI ist etwas, wo du promptest und KI versucht halt eben nur eine Anfrage, die du stellst, möglichst gut zu beantworten. Aber etwas Neues zu kreieren, dafür müssen halt eben Menschen zusammenkommen mit dem Hirn, so wie es aufgesetzt ist, mit allen Erfahrungen, die wir da haben. Und dieses Netzwerk Mensch mit Mensch kann dann, glaube ich, nochmal ganz anders Innovationen kreieren, anders Innovationen umsetzen, bin ich mir mehr als sicher. Und das zeigt auch in meiner Arbeit, die ich tue. Also wenn ich mit Menschen da zusammenkomme und erfahre, was ist da Bedarf, was ist da auch Need, was ist eine Herausforderung, die gerade vor einer Organisation steht, dann ist das mit Menschen. Ich arbeite das mit Menschen und da geht dann halt eben über den Erfahrungsschatz und über all das, was wir alle schon gesehen haben und erfahren haben, entwickelt sich dann etwas, was wirksam ist und dann auch die Herausforderungen entsprechend lösen kann. Ich habe mal gehört, der Mensch ist jetzt, wie wir sind, die Summe aller Entscheidungen, die wir je getroffen haben. Und die nächste Entscheidung wird uns wieder verändern zur nächsten Person sozusagen. Man sollte immer versuchen, die beste Variante einer selbst zu sein, aber meistens ist das ja nicht bloß Lernen und Scheitern, sondern am besten ist es doch, wenn man spielerisch durchs Leben geht, oder? Also wir haben eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, Menschen auch da zu bekommen, wo wir alle sind, nämlich spielerisch. Wir wollen Dinge spielerisch erfahren. Also Gamification ist da so ein Ausdruck. Der wurde jetzt oft schon im Marketing halt eben verwendet, hier gamifizier das doch mal, aber was das wirklich bedeutet und welche
welche Methodologien dahinter stehen und Methodiken dahinter stehen. Wenn man sich das Thema Gaming anschaut, ist das schon relativ breit. Wir können ganz viel lernen. 50% der Deutschen beispielsweise spielen Computerspiele. Das kann am Tablet sein, das kann am Rechner. 50% sind das, ja. Und auch eine relativ alte Zielgruppe. Und wenn man da so ein bisschen sieht, warum tun Menschen das? Was ist das, was die dazu bringt? Das kann auf der einen Seite Ablenkung sein, auf der anderen Seite kann es etwas sein, zu exploren, in neue Welten reinzukommen, sich da zu finden und sich darin zu bewegen. Es kann etwas sein, wo man unbedingt irgendwo der Beste sein will mit irgendwas. Ne? Also da gibt es dann verschiedene Needs, die man selber in sich spürt, die man dann in so einer gamifizierten Welt für sich erfahren möchte. Und das können wir auch sehr, sehr gut im Business-Kontext einsetzen. Ne? Wo wir sagen, okay, wir haben ein Setup, wir wollen etwas verändern. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir Menschen überhaupt dahin, dass sie so offen sind, dass sie sich auch Veränderungen stellen? Also ich sag dir, in Unternehmen ist meist so, du hast 3%, die wirklich offen sind, die wirklich arbeiten wollen und etwas verändern wollen, also an Veränderungen arbeiten wollen. Der Rest, anstrengend, was Neues. Warum muss das jetzt neu sein? Ich kenne das doch gerade so, ich habe doch eine Gewohnheit, weißt du, und diese Gewohnheit möchte ich bitte nicht in Gefahr sehen. Das hat so ein bisschen den Ursprung in unserer Entwicklung als Menschen. Ne? Wir waren immer so, dass wir versucht haben, neue Quellen zu finden, wo wir Nahrung bekommen, damit wir halt eben uns gut ernähren können und weiterleben, und sind da immer einen Schritt weiter gegangen. Und das, was dazu geführt hat, dass wir ein Erfolgserlebnis hatten, war auf der einen Seite, jetzt bin ich satt, aber auf der anderen Seite ist unser Gehirn auch so aufgesetzt, dass wir übergeordnet verstehen, wenn ich das und das zusammenbaue, dann kommt das raus, und das ist dann halt eben etwas, was spielerisch funktioniert. Wie auch Geschichten, die man sich gegenseitig erzählt. Ne, die haben halt so eine Methodik, warum die Geschichte dann gerade interessant ist. Aber wenn man die dann wieder verändert und so, guck dir so ein Schachbrett an. Da gibt es immer schon, immer wieder anders so eine Partie. Aber ich kann diese Kontexte, diesen Ist-Zustand wieder neu zusammensetzen, überlege mir, was wäre dann, was passiert dann, wenn ich diesen Zug mache. Und das können wir Menschen. Das macht uns ja auch ein Stück weit aus. Und deshalb mein Appell: Schaut euch wirklich da so Fachliteratur mal an und guckt, was ihr daraus nehmen könnt, um auch gerade in so Prozessveränderungen oder auch mit Menschen gemeinsam Dinge vielleicht ein bisschen neuen Kontext zu packen, ein bisschen neu zu erleben und so dann auch miteinander, mit Spaß auch Dinge angehen zu können. Sehr schön, danke. Eine kurze Frage noch zum Abschluss. Gibt es was, wovor du noch Angst hast? Oder bist du einfach angstfrei und schmerzbefreit? Angst. Also, ja, ich meine, was wir alle haben, ist natürlich Angst vor Krankheit, Angst davor, dass unseren Nächsten irgendwie nicht gut geht. Das sind so Urängste, die wir haben. Ich habe Respekt vor vielen Dingen, weil man kann nicht einfach irgendwo reingehen und sich wie ein Elefant im Porzellanladen bewegen und dann einfach Dinge tun, die andere einschränken oder die anderen etwas nehmen, was sie als Freiheit haben. Ich habe Respekt vor anderen Menschen, ich habe Respekt vor Organisationen und ich habe wirklich immer als Grundmaxime respektvollen Umgang miteinander. Deshalb, das ist nicht gleichbedeutend mit Angst, aber das ist etwas, was man hat, so Respekt. Du musst dich in die Rolle des anderen reinversetzen und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Thematik, der wir uns alle sehr bewusst sein sollten, weil nur dann funktionieren auch die Organisationen, über die ich gerade gesprochen habe. Ne? Ob es jetzt halt eben eine Freundschaft ist, ob es ein Unternehmen ist, ob es eine Community ist, in der man sich bewegt. Und da geht es eher um Respekt. Ansonsten Angst. Ja, nee. Also ich habe wirklich auch versucht, alles mal zu machen. Das Einzige, was noch fehlt, ist mal so ein Fallschirmsprung. Ach, cool. Den habe ich noch nicht gemacht. Aber Top habe ich schon mal gemacht. So Paragliding und so weiter auch schon. Also da mit der Welt umzugehen, habe ich da nicht wirklich Ängste. Aber wenn man jetzt auf das soziale Miteinander schaut, geht es nicht darum, Angst zu haben, sondern mit Respekt dem anderen zu begegnen. Und das ist, glaube ich, etwas, was eine gesunde Zurückhaltung bedeutet. Ne? Und dann
erlebst du Dinge, weißt du, wenn du dich auch in andere mal reinversetzt, dann erlebst du Dinge, die für dich auch eye-opening sein können. Und das ist irgendwie auch so ein Appell, wo ich sage, als Mensch, der gerne im Business steht, schaut da ein bisschen drauf. Weil nur irgendwie Menschen zu überfahren und die dann halt in Machtstrukturen irgendwie zu etwas zu treiben, bringt kein Unternehmen weiter, bringt auch keinen weiter, sondern zuzuhören, sich in Leute reinzuversetzen und dann miteinander Dinge zu entwickeln und aufzubauen, das ist der Schlüssel. Super, Markus, vielen Dank. Ja, super gerne. Ne? Sehr schön war's. Danke für die Zeit. Ja, macht immer Spaß mit dir zu sprechen. Also tolle Fragen auch, die du vorbereitet hast. Und ich hoffe, da kann sich vielleicht auch das eine oder andere noch entwickeln. Also wichtig, also wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, Anliegen, also Themen Gamification, Innovation oder so, bin ich immer offen für einen Dialog. Ne? Also da freue ich mich auch ganz besonders, weil nur durch Fragestellungen können wir uns dann auch wieder weiterentwickeln. Und da würde ich mich freuen, halt eben, wenn ihr gerne auf mich zukommt. Also top. Und viel Erfolg mit deiner Plattform. Danke. Ja, also dass da auch viel Wissen entsteht. Genau, ich habe noch was Schönes dabei, und zwar die goldene Königsklasse Kaffeetasse. Ja, super. Danke dir. Ja, ich trinke recht viel Kaffee, also von dem her hilft das auch wieder. Ja, wie gesagt, also viel Erfolg mit deiner Plattform, auf dass du da eine gute Reichweite hast. Und ganz wichtig, dass viele Menschen miteinander dann halt in den Dialog gehen. Ne? Sehr und wichtig. möglichst natürlich dann auch irgendwie physisch sich mal treffen und miteinander Themen diskutieren, um sich dann auch weiterzuentwickeln. Also toll, gut, Wir dass du machen das ein machst. Königsklasse-Event, da bist du herzlich eingeladen. Super, da Genau. freue ich mich drauf. Kann man den Markus auch kennenlernen. Alles klar. Super, danke dir. Ne? Danke dir. Super. Prima, bis dahin. Ciao. Ciao. Danke.